Hallo Gerhard. Mensch, wir haben uns so lange nicht mehr gesehen. Ja, hallo. Freue mich endlich hier zu sein. Ja, Ja. schön. Herzlich willkommen hier im Boppard. Ne? Ja, was gibt es alles nach 20 Jahren hier? Was hat sich denn da alles geändert? Ja, wir sind ein bisschen älter geworden. Ne? Und hat sich vielleicht hier auch einiges geändert? Ich weiß es nicht. Wenn du vor 20 Jahren da warst, dann Ja. hast du ja vielleicht nur Erinnerungen so ein bisschen. Nee, draußen im Garten, du hattest irgendwie so ein paar Stellen, irgendwie ein paar sandige Stellen, wo du auch viele Ameisen so platziert hast. Ja, die gibt es natürlich auch. Außer den Freilandameisen, besondere Kolonien, die man schon mal Ja. dann beobachten kann. Ne? Ah, dann gucke ich mir doch mal als erstes die nochmal an. Dann können wir uns ja gleich... Okay. Ja, da habe ich Sand anfahren lassen. Ist ja ein Sandbiotop. Ne? Mhm. Und Den ganzen Kipplader hier dann ausgekippt? Nein, das habe ich alles per Schubkarre. Da ist ein kleines Türchen, dann hatten wir das, da war der Zaun noch nicht. Ne? Ah, okay. Dann haben wir das alles hier, also mein Sohn und ich, wir haben die alle hochgefahren. Und ja, weil hier doch Pflanzen sind, die so ein Habitat lieben und entsprechend auch Ameisen. Also ich habe seit über 20 Jahren, kann man sagen, jetzt Messor hier, Messorkolonie, da können wir auch gleich mal im Garten gucken. Ja, gerne, gerne. Dann, und wenn dann die Samen ausfallen, dann sieht man schön, wie sie dann auf den Straßen laufen. Und die sammeln die dann alles weg quasi dann, ne? Also Ja. wahrscheinlich auch die ganzen Gräsersamen, das gehen sie dann hoch und tragen sie es? Oder nur das, was auf dem Boden dann immer... Nein, also die gehen teilweise sogar die Pflanzen hoch und holen sich die Samen selber raus. Und ich habe natürlich auch ganz spezielle Pflanzen hier gepflanzt, ne, wie Nachtkerzen, Lavendel und solche Pflanzen. Und da gehen die sehr gerne dran. Also die Samen ernten die gerne. Okay. Dann habe ich dann noch Zistrosen, das ist keine Rose, aber es ist eine Pflanze aus dem Mittelmeerraum, die bedingt winterhart ist und die holen die Samen ganz, ganz gerne. Ne? Okay. Ja, können wir vielleicht mal ein paar gleich Ameisen noch an. mal gucken. Ne? Ach so, ja, das ist ein Ameisenbaum. Hier kann man langlaufen. Ne? Das ist sehr interessant. Das ist eine Dornenakazie aus Mittelamerika. Sieht aus wie so eine Mimose so ein bisschen, ne? Ja, ist ja auch verwandt. Ist ein Mimosengewächs auf jeden Fall. Aber sie reagiert nicht, wenn man sie anfasst. Nein, also das ist keine Reaktion. Ne? Okay. Aber wenn es dunkel wird, und das ist jetzt schon bald, wenn die Sonne weggeht, die haben ja einen kürzeren Tag. Und wo die zu Hause sind, da ist ja um 6 Uhr beginnt es ja dunkel zu werden. Und du siehst, die fängt an, die Blätter so langsam zu schließen. Ne? Ja, und die Tiere sind ja dann irgendwie in diesen Spitzen irgendwie so mit drin, ne? Und die kleinen Ameisen, die wohnen in diesen hohlen Dornen. Ja. Die haben dann kleine Löcher, die da reingenagt sind. Und hier siehst du. Und da gehen sie rein und raus. Und hier sieht man sie, die kleinen Ameisen. So ein paar sind noch da, aber sind schon ein bisschen kühl geworden. Ja. Weil die Sonne weg ist, dann. Wann holst du den rein, den Baum? Ja, also wenn es nachts zu kalt wird, also jetzt. Die letzte Nacht war schon relativ kühl, aber wenn es dann weit unter 10 Grad ist, dann. 10 Grad ist kritisch, ne? Genau. Für den Baum noch nicht, aber für die Ameisen Ja. dann. Ne? Und die Ameisen, die leben hier, ich weiß nicht, vielleicht schon 10 Jahre auf dem Baum. Der steht im Winter bei uns in der Küche am Fenster und muss immer alleine stehen, weil die Ameisen, die schützen ja den Baum vor. Das ist eine von diesen Ameisen, eine Pseudomyrmex. Ne? Ja. Und die schützen ja den Baum vor Fraßfeinden. Also wenn da jetzt Raupen dran kommen oder Heuschrecken oder was, die die Blätter fressen wollen, dann greifen die Ameisen die an. Die fressen aber nicht die Beute, sondern die greifen sie nur an und schmeißen sie vom Baum runter, damit ihr Baum immer frei ist. Ja. Und wenn eine Liane da hochwachsen will, dann gehen die hin und nagen die ab. Gut, so ein bisschen wie die Azteker mit der Cecropia, ne? So wahrscheinlich Ja, so ein bisschen, ja, ne? die Azteker, die habe ich da unten auch. Ach, die hast du auch noch hier? Okay. So großen Baum habe ich im Sommer auch rausgestellt. Ne? Ja? Auch bewohnt mit Wow. Azteker. Ne? Kann ich gleich noch mal zeigen. Ja, gerne. Irgendwo, ne? Ja, sollen wir zu den Cecropia? Cecropia, ja, gerne. Ja, Wahnsinn, dass du die auch hier hast. Ja, 2 Bäume habe ich hier stehen. Das ist normalerweise ein Moor, aber wir haben hier ganz, ganz wenig Regen bei uns und von daher ist das zurzeit wieder fast ausgetrocknet. Das ist der kleinere Cecropia-Baum. Hier sieht man auch oben die Ameisen zum Teil. Hier ist natürlich jetzt schon ein bisschen kühl, aber sie kommen raus. Wie viel Grad lässt du denn so aus? Auch wieder 10 Grad wahrscheinlich. Ja, ne? auch. Also wenn es weit unter 10 Grad ist, dann wird es kritisch für die Ameisen. Die hast du jetzt schon drin, die Ameisen, oder ist der noch leer? Der ist ganz bewohnt, bis oben hin. Ja, aber wird überwiegend oben fouragieren die Tiere, weil da die Fraßkörperchen sind. Die sind ja hier unten unter den Blattansätzen. Wow.
Ja, im Sommer ist es einfach einfacher hier im Garten zu halten als Klar, wegen Gießen in und der sowas Wohnung. alles. Ne? Ja. Oh, die ist ja richtig groß. Wahnsinn. Ja, das ist wie eine freie Natur. Ne? Ja, und da sieht man ja über die ganzen Ameisen hier rumkrabbeln. Ja, jetzt, wenn man sie ein bisschen stört, dann kommen noch mehr raus. Ne? Ja. Man sieht auch hier schön die Stellen, wo die Fraßkörper dran sind. Ne? Ja. Und du kennst ja die Cecropia, die sind ja hier unterteilt. Genau, hier überall diese ganzen Hohlkammern. Ne? Genau, ja, ja. So, ich weiß nicht, ob hier so ein kleines Loch oder sowas ist. Gibt's hier noch? Die mit der Zeit wohnen die überwiegend im oberen Bereich, weil unten ist ja auch nichts mehr zu ernten. Ne? Okay. Und patrouillieren dann hauptsächlich da, Dann wo... von hier bis hier dann, ne? Ja, kann man sagen. Ne? Ja. Ah ja, jetzt kommen sie jetzt da. Das ist jetzt dein größter Baum, den du jetzt jemals so hattest? Ja. Wie alt ist denn der jetzt? Bist du schon 4, 5 Jahre oder so? Nein, der Cecropia wächst sehr, sehr schnell. Ja? In 2 Jahren kann er so groß werden. Okay. Jetzt anders als der Ameisenbaum, den wir gerade gesehen haben, diese Dornenakazie, die wächst langsamer. Im Botanischen Garten hatte ich da mal welche gesehen. Stimmt, die waren da auch so ein bisschen größer. Aber steht ja leider immer nicht dran, wie alt die Bäume so sind oder wann die mal gepflanzt wurden. Das Problem ist jetzt, wo gehe ich im Winter damit hin? Denn der sollte ja normalerweise mit seinen Blättern am Fenster stehen. Und das ist ja kaum noch möglich. Das heißt, er wächst schon höher, als das Fenster eigentlich ist. Und dann irgendwann muss ich daran denken, dass ich ihn dann abmoose oder das. Macht er als Abzweigung eigentlich nochmal so, dass der dann nochmal startet? Oder ja, aber leider hat der Baum immer die Eigenart, dass er fast immer mit einem Trieb nachher weiter wächst. Okay. Wenn du ihn abschneidest, kann es sein, dass er mit 2 oder 3 Trieben wächst, aber einer übernimmt dann die Führung und die anderen, die verkümmern dann. Ah, okay. Da brauchst du ein großes Gewächshaus hier. Ja, das ist das Problem. Sag mal, Messor ist doch jetzt mittlerweile auch schon fast heimisch, ne? Also es gibt ja diese Messor Struktur, die ja auch in Deutschland schon vertreten ist. Wo kommt die überall jetzt schon vor? Also die ist nicht heimisch geworden, sondern die war ja schon praktisch heimisch gewesen. Seit vor der Eiszeit sind das praktisch Wärmeinseln, wo die sich praktisch gehalten haben. So lange schon, okay. Ja, ja, in so langer Zeit gibt es sie bei uns. Und entsprechend, wo dann so Stellen sind, dann sind die punktuell verbreitet, aber jetzt bin ich abgelenkt durch eine Hornisse, Entschuldigung. Aber sie können sich nicht darüber hinaus verbreiten, weil die Temperatur nicht passt und in feuchten Wiesen oder im Wald können sie nicht leben, sondern sie brauchen so Trockenhabitate. Und wo da noch intakte Trockenhabitate sind, da können die unter anderem vorkommen. Okay. Und was für Messor hast du jetzt hier? Also auch über Messor Struktur hast du auch hier? Nicht mehr, ich habe nur Messor hier. Okay. Das ist eine Art, die in Südfrankreich vorkommt, aber auch teilweise bis Grenoble in dieser Gegend ist sie verbreitet. Ne? Und sie kann überwintern, wenn es große Kolonien sind, weil die dann tief genug in den Boden runtergehen. Aber sie kann sich nicht weiter hier ausbreiten, weil der Schwarmflug erst im Oktober ist oder ab Oktober. Und da ist bei uns ja viel zu kalt. Ja, klar. Ich denke mal, du hast ja viele Exoten hier. Ne? Also ich sag mal hier von der Cecropia-Pflanze hier auch hier die anderen, wo viele ja wahrscheinlich dann immer sagen, ja, aber ist die Gefahr denn hier, dass die sich ja dann jetzt hier ausbreiten, dass du jetzt überall plötzlich Ameisen hast, was ja bei Azteca definitiv nicht passieren kann, weil sie sich ja auf diese speziellen Cecropia-Pflanzen fokussiert, weil sie im Winter ja dann alles, was unter 10 Grad, das wird ja sowieso eingehen. Ne? Also es gibt ja einige Berichte auch von Leuten, die auch teilweise ihre Blattschneidameisen Sommer über rausschicken und dann halt im Winter dann halt auch irgendwie wieder reinholen oder sowas halt. Ne? Du hast ja eigentlich auch so Blattschneiderameisen. Hast du damit da auch schon mal so eine Erfahrung gemacht? Ja, die Blattschneiderameisen bis 13 Grad, das habe ich bei mir festgestellt, laufen sie nach draußen. Wenn es kälter wird als 13 Grad und es sind noch Tiere draußen, die liegen morgens tot draußen. Die kommen dann nicht mehr rein. Das ist in der Zeit, wenn es dann so langsam kühler wird im Herbst. Und danach laufen sie dann nicht mehr raus, weil sie draußen nicht überleben könnten. Das wäre für sie der sichere Tod. Ne? Genau, deswegen ist es ja wichtig zu sagen, also natürlich gibt es invasive Arten, Pharaomeisen, Solenopsis invicta und so weiter, die natürlich eine Gefahr hier für unsere einheimische Flora und Fauna ja auch dementsprechend darstellen, was man natürlich verstehen kann. Aber jetzt diese Arten, die wir anbieten, die du letztendlich ja auch hier machst ja, sage ich mal, wirklich, wo safe ist, wo jeder eigentlich auch sagen kann, jeder Biologe definitiv, die können sich auch nicht irgendwie etablieren. Und deswegen finde ich das hochinteressant bei dir, ist natürlich diese Freilichtstudien hier wirklich so machst, dass du auch so ausprobierst, die Grenzwerte da auch nochmal so ein bisschen ausprobierst und finde ich hochinteressant. Das hast du nirgendwo. Also ich wüsste nicht, irgendjemand, der irgendwie sowas halt mal irgendwie auch wirklich so intensiv ausprobiert hat. Wow, also klasse, was du so alles an Know-how schon so gesammelt hast. Ja, wenn du willst, können wir mal das gucken nach dem Nest von der Messor. Ja, gerne. Wenn wir Glück haben, sitzen sie unterm Stein.
Das Problem ist nur, dass es sehr trocken ist und dann ziehen sie sich manchmal in tieferen Boden zurück. Ja, hat es denn so geregnet vor kurzem? Nein, bei uns regnet es fast überhaupt nicht. Ja, müssen wir noch ein kleines bisschen weitergehen. Das geht hier rum. Wie gesagt, wenn es zu trocken ist, kann es sein, dass sie nicht mehr unterm Stein sind. Dann gehen die in tiefere Schichten. Aber ich hoffe schon, weil ich vorhin, nein, gestern hatte ich es, glaube ich, angefeuchtet. Ne? Hier sieht man. Es sind ehrlich gesagt sehr wenige Tiere. Das hängt mit der Trockenheit zusammen. Genau. Die anderen sind alle in der Tiefe. Ja. Wie tief schätzt du, ist das Nest hier so? Ja, ich schätze so 80 bis 1 Meter, weil unten ist sehr harter Boden. Da werden sie nicht sehr viel tiefer gehen. Ja, dann lassen wir die mal in Ruhe. Ja. Das sind hier die Sistrosen nebenbei, die Ameisenpflanzen, das sind also verschiedene. Das ist eine weißblütige, das ist eine lilablütige, aber die blühen nur eine bestimmte Zeit. Und jetzt sind die Samenkapseln hier dran und die Samen von den Sistrosen, die tragen die also sehr, sehr gerne ein. Sistrose ist der Name, aber hat nichts mit Rosen zu tun. Ist ein Gewächs, was im Mittelmeerraum, Nordafrika. Na gut, weil wahrscheinlich hier so ein bisschen so die Rosenform vielleicht, ne? Obwohl eigentlich die nicht, Blüten, ja, die haben so ein bisschen Rosenform. Hier sieht man die Samen auch, ja, nochmal. Ja, ist etwas schwierig, die müsste man knacken. Die Ja, ist die schon. Guck mal, hier ist so offen. Ja, wenn es offen ist, dann kann man schön zeigen. Und da gehen teilweise die Messor dann auf die Sträucher hoch und ernten die Samen dann selber aus den Kapseln raus. Auch eine Sistrosenart aus der Nähe von Montpellier. Das sind aber andere Blätter, ne? Die sehen so ein bisschen anders aus. Sie hat auch andere Blüten, hat weiße Blüten. Ja? Dagegen die andere, die wir eben gesehen haben, hat lila Blüten. Es sind also einige Sistrosenarten hier. Da vorne ist zum Beispiel die Sistrose, die überall immer wieder angepriesen wird als die Pflanze, die so sehr gesund ist. Und ja, der Tee, der soll besonders die Abwehrkraft des Menschen stärken. Und es wurde sogar gesagt, auch bei Corona sollte die Sistrose helfen. Man sieht, dass du Gärtner warst. Ja, Oder bist, oder? ist jetzt nicht nur, weil ich Gärtner war, sondern ich mag einfach diese Pflanzen und auch so Besonderheiten. So, das hier ist eine Nachtkerze hier. Das ist die Nachtkerze. Da hinten sieht man auch die Blüten, aber Die wird gerne dann von ganzen Messor dann auch eingetragen, ne? ja, genau. Ich kann mal hier die Blüten abmachen, dann sieht man sie näher. Ja. Und die Samen sind auch sehr gesund. Sie werden irgendwo auch selbst irgendwie in Öl oder was wird daraus gemacht, was auch gegessen wird. Hier sieht man die Samen. Die tragen die also sehr, sehr gerne ein. Ja, die geben wir auch unseren Messor. So, was haben wir denn hier? Ja, ich weiß es nicht, ob Tiere direkt zu sehen. Das ist die Camponotus fulvopilosus. Eine afrikanische Sorte. Die müssen allerdings im Winter rein. Die würden hier im Freien erfrieren. So, wie machst du es dann? Sammelst du die dann alle einzeln ein, oder? Ja, es ist eine kleine Kolonie. Das ist nicht so schwierig. Wie tief schätzt du, ist das Nest meistens so? Das ist nicht sehr tief. Das ist vielleicht so 10, 20 Zentimeter tief, weil die Kolonie eben auch noch klein ist. So, jetzt sichern Sie mal die ganze Brut hier erstmal. Ja, jetzt wollen sie ihre Brut in Sicherheit bringen, ist klar. Ja, ist natürlich super schön zu beobachten, spart natürlich auch viel Pflegezeit. Ne? Das heißt, man muss ja nicht wirklich den ganzen Sommer immer da Blätter schneiden, wo die Tiere dementsprechend, um die Tiere zu versorgen. Und so hast du es natürlich jetzt super gut gelöst, dass du sie dann eigentlich nur die Wintermonate über
fütterst. Und ich meine, überleben können die ja hier nicht, deswegen ist ja hier keine Gefahr für die einheimischen Ameisen in dem Sinne. Hast du denn irgendwas mal beobachtet? Wie Einmal. die Adler vielleicht irgendwie mit einheimischen Arten oder so reagiert haben? Ja, ich habe schon gesehen, dass Myrmiker sie angegriffen haben, wenn sie auf ihrer Straße gelaufen sind. Und seltsamerweise bleiben die dann stehen, reißen ihre Mandibeln auf, aber sie wehren sich nicht gegen die Ameisen. Mhm, okay. Und das hängt wahrscheinlich damit zusammen, weil die in der Natur in der Natur keine Kämpfe machen, weil, weil das ja Blattschneiderameisen sind. Und die ist ja auch keine Konkurrenz dann zu anderen Ameisen, also die jetzt Körner sammeln oder die irgendwelche Insekten fressen. Und es hängt auch wahrscheinlich damit zusammen, weil das riesige Kolonien werden. Und weil die genügend Tiere haben. Und dann sind die großen Tiere, die stehen dann am Wegrand mit geöffneten Mandibeln, verteidigen praktisch die anderen vorbeilaufenden Ameisen. Ja, selbst wenn eine dabei drauf geht und wird gebissen, jetzt von Myrmica oder anderen Ameisen, dann spielt das für diese Riesenkolonie keine große Rolle. Also die gehen keine großen Kämpfe ein. So, und dann sind die Adler hier. Wo gehen die dann immer hin? Ja, sie holen sich natürlich an allen Plätzen, was ihnen schmeckt. Hier die Eiche, da gehen sie gern dran. Die habe ich extra wegen ihnen stehen lassen. Normal hat die sich selber gepflanzt. Auch die Birke hier. Und zu gewissen Zeiten machen die Blätter eben alle wieder ab und die wachsen dann schnell wieder neu. Aber sie gehen da auch schon mal den Apfelbaum hoch, den großen. Okay, und schneiden sie dann die Äpfel runter? Oder? Nein, dann holen sie nur die faulen Äpfel und tragen die in kleinen Stückchen runter. Und die normalen, gesunden Äpfel und die Blätter lassen sie hängen. Okay. Also ist schon was Besonderes. Warum denn? Wegen den Zucker oder was vermutest du, warum sie diese faulen Äpfel nehmen? Ich könnte mir vorstellen, dass da irgendwie schon vorverdaut ist, vielleicht für den Pilz. Weil sie fressen ja den Apfel nicht, sondern sie schneiden die ja nur ab und legen dann die Stückchen auf den Pilz praktisch Der ist ja eigentlich drauf. ideal für einen Pilz, ne? Also so ein Nährboden ist ja schon so eine Art Fäulnisse, ne? Oder sowas halt. Ne? Denke ich auch, dass das einfach irgendwie schon ein bisschen vorverdaut ist oder sowas, dass das für den Pilz wahrscheinlich besser ist. Ne? Das ist eine richtige Autobahn hier, ne? Bei dir? Ja, das haben die sich selber hier gebaut. Das geht. Geht hier runter, dann geht es hier durch. Und hier geht es rein, da siehst du hier die Autobahn, da geht es in eine Kurve rum. Ja. Es ist schon ein bisschen zu kühl für die. Und hier gehen sie rein. So, und du hast so einen Hobbyraum nochmal? Ja, da können Ist wir da so ein jetzt Geheimversteck reingucken. hier? Genau, das ist der Geheimraum für die Wow. Ameisen. Das ist die Welt der Ameisen hier. Oh, wie viele Ameisen hast du denn hier? Das ist eine Frage, die wurde ich schon sehr oft gestellt. Und was hast aber- du mal darauf geantwortet? Ja, sehr viele, aber ehrlich gesagt, ich habe es bis heute noch nicht gezählt, weil da auch viele kleine Völker sind und hier sind dann auch in den Becken, es ist wie so ein Habitat, wo dann mehrere Völker auch zusammenwohnen. Und ja, das ist hier zum Beispiel ein Regenwald aus Südamerika, das heißt, die Pflanzen leben alle im Regenwald, die sind dann alle Ameisen passend, kann man sagen. Das heißt, es sind Bäume dabei, wie hier unten, das ist eine Majeta, nennt die sich. Okay. Die hat Hohlräume und da wohnen normalerweise ganz kleine Pfeidolen drin, die aber nur in diesen Pflanzen leben und auf der Pflanze herumlaufen. Ja, ansonsten, das ist ein Inga-Baum hier. Der ist insofern interessant, weil er schöne große Nektarien hat. Man sieht hier auch, hier sitzt eine Entschuldigung, das ist keine Myrmicaria. Muss ich mal Na? man so schnell sagen soll. Ne? Das Megalomyrmex. Also, Megalomyrmex, ja, ja. okay. Da sieht man auch eine laufen. Das ist eine große Kolonie hier drin. Also ist eine Vergesellschaft mit mehreren Arten oder ist jetzt nur diese eine Sorte? Jetzt Ja, drin? es sind mehrere Arten, aber die dominanteste ist hier die Megalomyrmex, die hier drin ist. Ne? Okay, was ist Ja, das hier? Was ist denn da außerdem, Schönes? das ist eine Wespenspinne aus Französisch-Guyana. Die
ist schon hier in Deutschland geboren. Das heißt, es ist ein Nachkomme von Das den... noch eine? Ist das das Ja, Männchen? es sind etliche hier in dem Becken drin. Kleinere noch, die noch gar nicht ausgewachsen sind. Da hinten sieht man das Gewebe auch noch. Okay, aber dann fressen ja die Spinnen immer die Ameisen auf? Nein, also die gehen sich beide aus dem Weg. Besser gesagt, die Spinne weiß auch um die Gefahr der Ameisen und geht den Ameisen aus dem Weg. Es kommt vor, dass schon mal eine Ameise von diesem Megalomyrmex tatsächlich auf den Fäden lang balanciert und dann hält die Spinne eher Abstand, als dass sie die Ameise einspinnt. Ne? Mhm. Okay. Ja, ansonsten, das ist eine Passionsblume, die hier wächst, die besonders viele Nektarien hat. Warte mal, ich kann auch kurz öffnen, dann sieht man es besser. Ich hoffe, die Spinnen nehmen mir es nicht zu sehr übel. Da sieht man hier diese hellen Punkte auf den Blättern. Auf der Rückseite sind dann Nektarien. Hier sieht man es noch ernähren die besser. sich dann, okay. Und davon können die sich ernähren. Also fast alle Ameisen sind, fast alle Pflanzen sind ameisenspezifisch. Das heißt, irgendwie haben sie mit Ameisen zu tun. Entweder beherbergen sie die, wie jetzt hier die Majeta, wo die kleinen Pfeidolen drin wohnen, oder eben sie haben Fraßkörper oder Nektarien, wo die sich von ernähren können. Mhm. Wahnsinn, Die Spinne wirklich. ist da schon gewöhnt, deswegen reagiert sie kaum. Ja, ne? Ich dachte, jetzt verzieht sie sich, aber die scheint ja wirklich dann schon wissen, ach, jetzt kommt schon wieder der Gerhard, der macht da wieder. Ja, so Verführung. ungefähr. Ne? So. Man könnte, wenn das klappt, das passiert natürlich immer dann, wenn nicht sein soll. Ne? Gut, schneiden wir raus. So, was hast du da? Versuchen, das ist, Deine Leckerlis? ja, das sind, Entschuldigung, ja, das sind die Leckerlis. Ich will versuchen, eine davon zu fangen und in das Spinnennetz hineinwerfen. Ich hoffe, das gelingt mir. Das ist der Spinne natürlich nicht ganz recht, weil die Fäden jetzt gar nicht mehr richtig auf Spannung sind. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ja. Nein, es hat leider nicht funktioniert. Okay. Die Ameisen, womit? Achso, die ernähren sich ja von diesen Nektarien, ne? Oder? Ja, nee, die werden auch noch gefüttert natürlich. Okay. Ne? Ich gehe davon aus, dass die Spinne jetzt die Schabe nicht holt, weil durch das Schieben der Scheibe wurde das Gewebe zusammengezogen und dass die Spinne davon ausgeht, dass das ein größeres Tier ist, was ihr schaden kann. Okay. Und deswegen hält sie lieber Abstand davon. Okay, na, dann lassen wir sie da mal ein bisschen in Ruhe. Ja. Was hast du jetzt hier noch alles für Zuchten? Ich sehe jetzt hier hinter noch so Ja, Boxen. hier sind viele Boxen mit Ameisen drin. Ne? Ja, alle möglichen Arten, die hier. Was ist denn deine Lieblingsameise eigentlich, Gerhard? Das ist die Pachycondyla apicalis, heute heißt sie Neoponera apicalis. Stimmt, hat sich ja geändert, die ganzen Namen. Ja, genau. Die hieß früher mal Neoponera apicalis. Und dann hat aber der Herr Buschinger beanstandet, die heißen nicht mehr so. Damals im Forum hat er es geschrieben. Er wollte darauf aufmerksam machen, dass sie heute einen anderen Namen hätte. Und dann hat mir der Herr Professor Maschwitz den Namen genannt, dass die Pachycondyla apicalis heißt. Und heute heißt sie wieder Neoponera apicalis, wie am Anfang auch. Okay. Du hast ja mit vielen Wissenschaftlern zusammengearbeitet, auch so ein bisschen. Ne? Wie hat sich das ergeben? Ja, leider ist der Professor Maschwitz mittlerweile verstorben, aber wir hatten jahrelang sehr guten Kontakt. Er hat mich auch in Indonesien besucht und ja, er kam rüber, weil wir auf unserem Gelände, wo ich dort wohnte, zwei Ameisenarten hatten, die zusammenlebten in einem Haushalt. Das heißt, es ist die Diacama und eine Polyrachis, die heißt Polyrachis lama, hat man nachher herausgefunden. Und die lebten in einem Haushalt und das war bis dahin völlig unbekannt. Und da kam Professor Maschwitz rüber und hat den Herrn Professor Buschinger auch gebeten, mit herüberzukommen, weil er der Spezialist war für Ameisen, die zusammenleben. Sei es jetzt Symbiose oder parasitär oder so. Und dann haben die da auch nachgeforscht. Dann kamen auch einige Studenten von der Goethe-Universität von Frankfurt mit nach Indonesien. Die haben dann wochenlang geforscht und haben dann herausfinden wollen, warum leben diese zwei Ameisenarten zusammen. Die haben nichts miteinander zu tun. Das eine ist eine Ponerine und das andere ist eine Formicine.
Und trotzdem leben sie zusammen, sie fouragieren sogar zusammen, das heißt, sie führen sich in Tandemlauf sogar. Ja, dann haben die herausgefunden, die Wissenschaftler, dass die Polyrhachis lama, dass sie praktisch die Diakama ausnutzt und wohnt bei denen in Nestern mit. So sozialparasitär oder so Es parasitär? ist nicht oder? direkt sozialparasitär, okay, weil sie den Diakama nicht keinen Schaden zufügt. Auch die Diakama haben auch noch weiterhin ihre Gammageld, also die Königin ist ja bei den Diakama eine Gammageld, ne? Und sie können zusammenleben. Allerdings die Polyrhachis lama, nebenbei benannt nach den Dalai Lama aus dem Tibet, ja, okay. Die nutzt natürlich die Gastfreundschaft aus. Sie wohnt mit bei den Diakama, nutzt deren Schutz, wenn man einen Stein umdreht, wo eine Kolonie sich drunter befindet von Diakama und die auch bewohnt ist von diesem Polyrhachis lama, dann verstecken sich sofort die Polyrhachis unter den Diakama, obwohl die gleich groß sind. Aber so wie die Küken unter die Glucke laufen, verstecken die sich und nutzen praktisch den Schutz der Diakama aus. Ne? Okay. Wie lange wurde die Beobachtung gemacht? Wie lange waren die jetzt damit beschäftigt? Das dauert ja mal so eine Ja, Beobachtung. die Studenten, die waren einige Wochen bei uns dort in Indonesien, haben damit geforscht. Der eine hat auch sein Examen damit gemacht. Ne? Ja. Und das war weltweit bis dahin unbekannt. Und ich bin zufällig drauf gestoßen und habe den Herrn Professor Maschwitz gesagt, du, ich habe hier entdeckt, hier gibt es eine Diakama, die lebt mit einer Polyrhachis zusammen. Und dann hat er gesagt, nein, das kann nicht sein. Ne? Ich sage, doch, ich habe es gesehen, die haben sich in Tandemlauf geführt. Und dann wurde es für ihn langsam spannend und er hat gesagt, schick mir den Alkohol. Ne? Und dann habe ich ihm das zugeschickt und daraufhin kam eben der Herr Professor angereist. Also Maschwitz zusammen mit dem Professor Buschinger rüber und haben das Ganze erforscht. Und dort in Indonesien wurde erstmalig dann auch herausgefunden, wie die Gammageld von den Diakama aussieht, weil sie ja mit diesen Ameisen forschten, haben sie die natürlich auch genauestens untersucht und dann haben sie diese Gammes da auf dem Rücken von der Gammageld gefunden, von den Diakama. Seit der Zeit ist das bekannt nebenbei. Ne? Okay, krass. Wie bist du allgemein jetzt nochmal zu Ameisen so gekommen? Also ich meine, du hast dich ja wirklich jetzt seit dein ganzes Leben immer um Ameisen gekümmert. War das von Kind an oder was war das Ausschlaggebende, dass du dich da jetzt für Ameisen interessiert hast? Ja, also die Ameisen haben mich als kleines Kind schon fasziniert. Einfach das Zusammenleben dieser Tiere, die sich gegenseitig helfen, dass sie sich führen und dann habe ich als kleines Kind, da ging ich noch lange nicht zur Schule, habe ich dann angefangen, die Ameisen zu sammeln. Dann war Hochwasser bei uns in Norddeutschland und dann haben die Myrmica rubra versucht, sich zu retten und haben dann auf einen Halm als ganze Klumpen gehangen, um zu überleben, weil sie nicht ertrinken wollten. Und da bin ich als Kind dann da reingegangen ins Hochwasser barfuß und habe dann eine Dose genommen und habe dann die ganzen Myrmica in die Dose rein und habe sie an Land gebracht. Da wusste ich noch nicht, dass das hier alles verschiedene Kolonien waren. Okay. Naja, und dann habe ich nachher auch andere Ameisen gesucht. Dann war das Lasius niger, Lasius flavus. Ach, das gibt ja noch gelbe Ameisen, gibt ja schwarze. Und das war für mich dann interessant. Und dann merkte ich, wie ich die zusammentat. Ach, die kämpfen ja zusammen, was ist das denn? Und dann wurde das für mich immer spannender. Und dann habe ich mich immer mehr darauf konzentriert und habe gesucht, was gibt es denn noch, welche Arten? Und das wurde dann immer spannender, wie ich dann auch dann irgendwann die Sklavenräuber entdeckte, also diese, wie heißt sie jetzt noch, die Raptiformica? Raptiformica, ja, mit den Serviformica, die zusammenlebten. Und zuerst, ich war ja kleines Kind, ich konnte mir gar keinen Reim draus machen, warum leben hier zwei Ameisen zusammen? Ich dachte, entwickeln die sich langsam so, bis ich dann das endlich mal erfahren hatte, ja, die rauben die Brut von anderen Ameisen und halten Sklaven. Und nachher durfte ich dann auch die Polyergus kennenlernen, die ja abhängig ist von ihren Sklaven. Das heißt, sie kann ja sich selber gar nicht mehr ernähren. Sie muss gefüttert werden von ihren Sklaven und ja auch die Bautätigkeit. Das macht ja alles, dann die machen alles die Sklaven. Das heißt, das Nest sieht immer so aus, wie das Nest von den Sklaven auch aussehen würde. Nicht wie von den Polyergus, weil die ja gar keine Nester bauen. Ne? Woher hast du dein ganzes Wissen? Von Gößwald so eingelesen? Oder? Ja, am Anfang habe ich dann schon mal nicht vom Gößwald, das war der Forel, der hat sich damals schon mit Ameisen befasst. Aber
es war dann, ich habe einfach selber davor gekniet und vieles beobachtet und dann habe ich irgendwie mal von Sri Lanka, Ceylon hieß es früher, ne, habe ich Ameisen mitgebracht und ja, ich wusste natürlich nicht, wie die heißen, tropische Ameisen, sehr interessant. Und dann wollte ich den Namen wissen und dann habe ich den Professor Gößwald gefragt und der sagt, ich habe keine Ahnung davon, weil der sich speziell mit Einheimische Ameisen, Arten, ne? ja, heimischen Arten, vor allem Waldameisen beschäftigt hat. Dann sagt er, aber ich kann Ihnen einen Tipp geben, Sie können sich mal an den Herrn Professor Maschwitz in Frankfurt wenden. Der kennt sich auch speziell mit den asiatischen Ameisen aus. Ah, so ist der Kontakt dann zustande gekommen. Dann kam der Kontakt zustande und ja, das Schöne war, dass ich dann auch all die Ameisenarten, die ich da in Asien, bin ich oft hingefahren, ne, dass ich die dann auch bestimmen konnte. Und dann war es natürlich hochinteressant, wie leben diese Ameisen zusammen. Und besonders interessant war es dann für mich die Symbiose zwischen Ameisen und Pflanzen, wo ein Partner auf den anderen angewiesen ist. Und genau das ist das, was auch der Professor Maschwitz besonders erforscht hat. Und insofern haben wir uns gegenseitig da teilweise auch helfen können. Und ja, das war an sich eine schöne Zeit. Ne? Also wo hast du in Norddeutschland vorher gelebt? Aus welcher Ecke kommst du da? Früher kannte keiner die Ecke. Vielleicht du bist ja aus Berlin, das ist nicht so weit. Ne? Das ist das Wendland. Da, ne? Ja, gehört. Ja, müsste ich mir wahrscheinlich auch noch mal kurz angucken in den Karten. Ja, also das ist in der Ecke, da ist ein Ort, da kam auch damals der Prinz von Holland her, aus Hitzacker. Das ist der Herr von Amsberg, war das damals gewesen, der Klaus von Amsberg, ne, der ja die Königin geheiratet hat. Das habe ich nicht, muss ich Ja, passen. aber noch bekannter ist es heute, und das kennt jeder jetzt, das ist Gorleben. Stimmt. Weil das Atom, also die Reste dort gelagert worden sind. Jetzt will da keiner mehr wohnen. Ja, und das ist da, wo ich eben geboren bin, das ist ein Nachbarort. Ne? Und da fing es dann auch an mit den Ameisen und die haben mich eigentlich mein ganzes Leben dann auch begleitet, ne, bis heute. Okay, und was hat dich nach Indonesien verschlagen? Naja, grundsätzlich war für mich die tropische Welt mit der Vielfalt, ob es jetzt Ameisen ist oder überhaupt die Natur, Pflanzen, Tiere, war für mich immer ein besonderer Reiz gewesen. Und dann hatte ich die Möglichkeit, durch einen Freund dort nach Indonesien zu kommen, der eine große Firma dort hatte, hat mehrere tausend Leute beschäftigt und hat gesagt, hier, du kannst für mich was arbeiten. Und dann hat er mich als Manager eingesetzt für so eine Farm im Gebirge und ja, das war natürlich ideal. Da konnte ich nebenbei auch ganz viel Ameisenforschung anstellen und ja, das war eine schöne Zeit gewesen. 7 Jahre war ich dann da drüben und habe dann auch meine Frau kennengelernt und mittlerweile ja, ist zu Hause Indonesisch unsere Hauptsprache. Ja, okay, wow. Und warum seid ihr dann wieder zurück? Ja, es gab dann so eine Art Revolution da drüben. Das war aber nicht nur in Indonesien, in ganz Südostasien gab es finanzielle Probleme und dann sagten die Indonesier, ja, der Präsident, das war damals Präsident Suharto, der ist schuld an allem. Deswegen geht es uns so schlecht, weil er sich so bereichert hat. Es war aber nicht ganz so. Der Präsident hat natürlich nicht in Armut gelebt, das ist richtig. Aber er hat auch viel für das Volk getan. Sei es jetzt Schulen, die er gebaut hat oder alles Mögliche. Aber jedenfalls hatten sie dann einen Grund, um praktisch Supermärkte zu plündern, die gar nichts mit dem Präsidenten zu tun hatten. Und dann war so eine Art Revolution da. Und dann mussten wir leider nach 7 Jahren Indonesien wieder verlassen. War dann für Europäer zu gefährlich dann. Ja, okay. Und du hast mir erzählt, du hattest ja dann, oder wir waren ja dann auch da, ne? Wir sind ja dann 2000, wann waren das? 2001, 2002 sind wir mal hingefahren. Da hatte ich ja noch gesehen, ne? Diese Überreste von dem Haus, war ja, glaube ich, niedergebrannt worden oder so alles da, ne? Ach so, da bist du noch mal dann dort gewesen? Ja, da war ich doch mit dir noch damals. Ach ja. Und da hattest du mir aber gezeigt, du hattest ein schönes Tal, was du auch damals so bepflanzt hattest, ne? So mit Baumfarnen und du hast ein richtig kleines Paradies dahin geschaffen, ne? Aber leider ist weiter auch nicht mehr viel von übrig. Ja, es war ein bisschen anders, wie du sagst. Also die Baumfahne, das war das Einzige, was noch da stand. Dann war es umgekehrt, okay. Alles andere hatten die abgeholzt. Und die Baumfahne, die sind auch, es gibt da Arten, die sind sehr, sehr stachelig. Und von daher haben sie die bis dahin immer verschont. Aber ansonsten war da fast nichts mehr. Und dann habe ich ein kleines Paradies draus gemacht, habe da Bäume gepflanzt, habe da Orchideen an die Bäume gepflanzt, Tillandien, Bromelien. Das war wie so ein Naturpark gewesen. Und ja, dann gab es diese Revolution und dann sind die da auch rein, haben die Bäume abgeholzt und haben alles kurz und klein gemacht. Und es war für uns dann auch gefährlich. Aber in der Zeit war dann auch der Professor Maschwitz drüben und auch die Studenten von ihm. Das war für mich ein bisschen beruhigend, dann war ich nicht als einziger Deutscher dort gewesen. Okay, und dann hast du hier quasi weitergemacht und hast hier so dein
Leben mit den Ameisen weitergeführt. Hast, sag ich mal, ich muss ja mal kurz schauen hier nochmal. Hast ja, was hast du denn hier drin? Ja, das ist jetzt asiatisch. Das sind Pflanzen, die auch von Asien herkommen. Ist zum Beispiel auch ein Lycopodium. Das ist ein Bärlappgewächs, was epiphytisch dort wächst. Das ist eine Selaginelle, die schimmert so blau, ist auch ganz interessant. Und Das ist irgendeine Ameise. Polyrachis oder was ist die? das ist eine Polyrachis, auch eine asiatische Ameise. Eine Goldpolyrachis, man sieht sie jetzt natürlich an der Scheibe von der Unterseite, da kann man die goldene Farbe nicht so gut erkennen. Ansonsten die größte Ameise hier drin, das ist eine Paricondyla tridentata. Okay. Das ist eine Ameise, die hat einen Stachel, aber die bei Gefahr gibt die Schaum von sich. Und den Schaum wirft sie quasi raus in Wellen. Das heißt, wenn ein Tier sie angreift, eine andere Ameise zum Beispiel, dann wird die erstmal mit Schaum verklebt. Das heißt, sie kann dann in der Regel nicht weiterlaufen und dann läuft die große Paricondyla weg. Und wenn aber sie festgehalten wird, dann kann sie sogar empfindlich stechen. Wow, okay. Also ist was ganz Besonderes, aber Ist der ein Risiko Nachteil auch, ist, ne? ich kann sie dir wahrscheinlich nicht zeigen jetzt hier, weil die sehr, sehr streng nachtaktiv ist. Und am Tag kommt mal vereinzelt eine raus. Wo haben die ihr aber, Nest hier hinten irgendwo wahrscheinlich? So ja, man sieht hinten so die Löcher da im Boden. Ah, ja, Und auch dieser Erdaushub, der hier auf dem weißen Sand ist, das ist alles von diesen Paricondyla. Okay, also welche Sorten hast du drin? Die Paricondyla, die Polyrachis? Ja, das sind also zwei verschiedene Polyrachis-Arten. Früher war auch noch die Pro-Atta da drin. Das ist eine ganz kleine Ameisenart, die aussieht wie eine Atta, ist aber monomorph. Das heißt, sie haben alle eine Größe, nur nicht wie bei Atta, die sind ja polymorph. Ne? Und sind kleine Ameisen und züchten auch keinen Pilz, weil sie mit Atta überhaupt nichts zu tun haben. Ist nur weil sie so ähnlich aussehen, haben sie den Namen Pro-Atta dann erhalten. Ist asiatisch. Ne? Ja, also von den Pflanzen hast du ja wirklich einiges. Also du bist ja auch echt Pflanzenliebhaber. Du hast ja gelernt, bist du gelernter Gärtner eigentlich? Ja, ich habe mal Gärtner gelernt. Ne? Und dann hast du natürlich alles zusammen. Du hast natürlich so die Pflanzen für die Ameisen und dann natürlich die Ameisen. Ne? Hast natürlich alles hier so mit drin. Ja, und das Interessanteste war eben, was wir ja vorhin schon gesehen haben, die Symbiose dann zwischen Pflanzen und Ameisen, wo praktisch einer den anderen Partner braucht. Und wenn einer nicht mehr da ist, dann sterben auch die anderen. Also die Ameisen kann man nicht ohne den Baum halten. So, was hast du denn noch so? Ja, alles? dann sind hier verschiedene Ameisenarten. Ich glaube, hier eins kann ich mal öffnen, weil der Talcum ist das keine Gefahr. Das ist die ich eigentlich im Biotop sogar schon gezeigt habe. Das ist Fulbifulosus. die Camponotus pulvilosus, genau. Ja. Ja, die haben ja schön Es Bruteier. ist jetzt nur alles sehr dunkel. Das hätte man. Warte mal, hier ist es Achso, wahrscheinlich sieht schöner das. zu erkennen. Nein, man auch. sieht das alles gut. Wunderbar. Haben wir Man jetzt die sieht großen- den Hinterleib, also Gaster, mit diesen, die haben ja richtig kleines Fell, so ein goldenes Fell und ja, die Streifen da drin, das sieht recht hübsch aus. Ne? Ist einer der schönsten Camponotus-Arten mit, würde ich sagen, für meinen Geschmack jedenfalls. Ne? Es gibt nur eine, die ich noch schöner finde. Ich muss sehen, dass wir vielleicht davon auch ein Bild machen können, aber das wird schwierig sein, wenn die nicht gerade am Fressen sind. Ist schwierig. Hier ist der Schlauch, wo die Atter alle wieder Oh ja, reinkommen. jetzt siehst du, muss ja aufpassen, wo ich hier hintrete. Ja, hier ist noch drin. Sie kommen hier alle nach Hause, man sieht. Da ist die Atter, ja. Ja, leider ist hier jetzt das, was ich zeigen will. Das ist eine der schönsten Ameisen, wenn man die vielleicht mal irgendwie von oben zeigen kann. Das ist die Camponotus detritus. Eigentlich die Farben der Ameisen, die sprechen für sich selber. Das sind wirklich wunderschöne Tiere. Ja. Ist nur jetzt schwer auf dem Bild festzuhalten, wenn die so wild laufen. Ich mache gleich nochmal einen Einzelschnitt, was ich dann rüber mache. Also wir sprechen jetzt einfach mal so, Ja. ist die Story, dann habe ich das drin und dann mache ich nachher, worüber wir gesprochen haben, nochmal ein paar schöne Aufnahmen. Ja, weil so, wenn die so da sitzen, jetzt ein paar mehr, aber gut, es ist auch nicht so viel. Ja? Ich möchte aber nicht drauf sein, okay? Ja, bist nicht drauf. So, ja. Das ist ein Nesteingang hier unterm Röhrchen, ne? Ja. Ja, frag mal kurz City, die wird dir dann, oder die Toilette ist doch, glaube ich, da, wo du die Hände gewaschen hast. Ja. Genau, ja, da war der ja drin. Ne?
Okay. Ich glaube, dann sind auch ein paar schönere Aufnahmen bei, oder? Ja. Auf jeden Fall. Das ist nur eine Futtertier. Ja, gut. Ja, meine Lieblingsameise, da hattest du nachgefragt. Ne? Das ist die sie. Das ist. heute Neoponera apicalis, der heutige Name. Ne? Mhm. Deine Lieblinge, schauen wir uns die doch mal Ja, an. mir gefallen sie deshalb, nicht allein wegen Aussehen. Sie haben so goldene Fühlerspitzen, aber die Tiere werden tatsächlich zutraulich und nehmen nachher das Futter aus den Fingern. Sie haben auch dann keine Angst mehr vor der Hand, die ja viel größer ist als sie. Sie greifen auch die Hand nicht an, denn in der Natur, wenn ich in Südamerika bin und ein Nest von denen öffne, die leben immer in Totholz von Bäumen, dann stürmen sie raus und stechen natürlich auch. Sie wollen sich ja wehren. Ne? Wenn ein Tier einzeln irgendwo läuft und man kommt ihnen entgegen, laufen sie immer weg, weil die Völker sind klein und für sie ist das ein großes Risiko, wenn Tiere versterben. Ja, das Volk ist ihnen nicht so groß, den Luxus können die sich nicht leisten. Und dadurch, dass sie sehr intelligent sind, ja, lernen die sehr schnell auch dann das Futter aus der Hand zu nehmen. Sie wissen, das ist der Pfleger. Also ich konnte damals, da waren die in dem Becken drin, konnte ich meine Hand in das Becken halten, dann haben die auf meinen Fingern gesucht, ob da Futter ist. Sie liefen nicht vor der Hand weg, sie haben auch die Hand nicht angegriffen. Das heißt, Gewöhnen sich richtig dran. sie haben sich tatsächlich dran gewöhnt. Ne? Meinst du an diesen Geruch oder allgemein an der physischen, dass sie wissen, okay, da greift immer Hand rein, die macht nichts? Einfach aus der Erfahrung, ich denke mal zuallererst aus der Erfahrung, wenn wir dorthin laufen, bekommen wir Futter und es passiert uns nichts. Und auch dieses Übergeben von, wenn ich mit den Fingern ihnen die Fliege hinhalte, sie wissen, wir bekommen jetzt unser Futter. Das haben die auf jeden Fall kennengelernt. Wie weit die mich geruchsmäßig kennen, weiß ich nicht. Ja klar, wäre aber ein interessanter Forschungsbereich nochmal. Ja, ne? aber interessanterweise, eine verwandte Ameise, auch eine Ponerine, die ist hier jetzt hier sehr groß abgebildet. Du hast vorhin von berichtet, das ist die Parapondera clavata. Ach, da hier hast du die. Oh, sieht man. Ja, es ist nur zu wenig Licht hier jetzt. Ne? Nee, die Kamera, die kann das schon machen. Ach so, gut, ja, wenn das geht. Ne? Guck doch mal selber. Guck mal hier rauf. Da siehst Warte, ich kann aufmachen. du. Oh, jetzt wird's gefährlich. So Leute, schauen wir mal an. Die Parapondera clavata. Da, also die wohnen dort hinten. Ja, So, Gerhard, guck mal auf die Kamera. Siehst du? Also, du siehst das Bild. Das ist hell genug. Ach ja. Papa, Ja? wo ist die Spinne? Ja. Direkt vor der Nase. So. So, okay. Ich glaube, das hat man genug gesehen. Ja, dann, um das kurz zu erzählen, von dem Geruch, wo ich mir nicht im Klaren bin, ob sie tatsächlich den Geruch des Pflegers kennen oder nicht, aber die Möglichkeit besteht. Früher habe ich immer gesagt, nein, das ist wohl kaum möglich. Aber ich habe mich getäuscht. Ne? Dann hatten wir ein Reagenzglas und in dem Reagenzglas war eine Parapondera Königin drin. Die haben wir in die Küche auf den Tisch gelegt. Ich habe die Watte entfernt, dass die Königin auch rauslaufen konnte. Das hat sie nach einer gewissen Zeit auch getan, ganz vorsichtig und ängstlich. Dann habe ich ein Tröpfchen Zuckerwasser auf den Finger genommen, dann kam die sofort auf den Finger und hat geleckt. Und das sind ja große Ameisen, du kennst sie ja auch, Ja. die Parapondera. Ne? Und man hat das Kratzen der Zunge am Finger gespürt. Und dann sagte Echt, ja? hatte ich Besuch und das war ein Junge mit seiner Mutter und da sagt der Junge, ach, ich sagte dann so, ja, ich spüre das Kratzen der Zunge auf meinen Finger. Und sagte, kann ich das auch mal auf meinen Finger nehmen? Ich sage, ja, wenn du Zuckerwasser hast, ist gar kein Problem. Die wird dich auch nicht stechen, wird dir auch nichts tun, weil die das Zuckerwasser lecken möchte. Dann hat er seinen Finger hingehalten mit dem Zuckerwasser. Die Königin hat das gerochen, ging hin, hat seinen Finger berührt mit den Fühlern, damit riechen die ja, ne, zuckte zusammen und rannte ins Reagenzglas. Und dann habe ich gesagt, die ist sicher satt. Dann kam sie langsam wieder raus und dann habe ich wieder meinen Finger hingehalten mit dem Zuckerwasser, hat sie weitergelegt. Dann habe ich gesagt, komm, mach's nochmal, jetzt klappt das. Ne? Genau dasselbe. Sie kam zu seinem Finger, hat an seinen Finger gerochen, zuckte zusammen und rannte wieder ins Okay, vielleicht Reagenzglas. hat er irgendwie Parfüm oder irgendeinen Duftstoff. Der Nein, vielleicht das dann- war ein Junge, der hatte kein Parfüm, er hat auch nicht geraucht, der war noch jung, war auch keine Frau. Ja, ja. oder hat seinen Axe-Spray oder weiß ich nicht, irgendeinen Duftstoff vielleicht, der da vielleicht so ein bisschen beißend unangenehm war. Ja, aber vielleicht, es ja. kann auch sein, ich will es nicht behaupten, aber es kann auch sein, dass die tatsächlich einfach den Geruch unterscheiden konnte. Dass sie bis dahin diesen Geruch nie kannte und es ihr einfach fremd war und sie
ängstlich war. Denn Paraponera, so groß die Ameisen auch sind, wenn sie nicht gerade in Massen aus dem Nest stürmen, sind eher ängstliche Ameisen. Mhm. Also insofern besteht die Möglichkeit, dass sie tatsächlich das auch geruchlich auseinanderhalten können. Also ich finde es ja so interessant, das ist so ein großer Forschungsbereich noch, ne, der gar nicht ausgereizt ist, wo man so viele Sachen Ja. noch irgendwie rausbekommen kann. Also wie Ameisen Informationen weitergeben, wie sie kommunizieren teilweise und so weiter. Ne? Das ist also ein Riesenspektrum, das finde ich selber natürlich auch interessant. Und dann, hier hast du jetzt irgendwie, sind hier auch noch Ameisen dran? Hier, bei dir, Nein, oder? das sind auch überwiegend Ameisenpflanzen, Nektarien, hier ist nochmal der Ingerbaum. Aber auf das, was du gerade angesprochen hast, das habe ich als Jugendlicher schon geforscht, mit der Weitergabe von Informationen. Es ist ja bekannt bei allen Ameisenfreunden, die wissen, wenn die Ameisen irgendwie Futter gefunden haben oder eine neue Nestmöglichkeit, dass sie dann eine Spur legen, eine chemische Spur, wo der Hinterleib fortwährend auf dem Boden geschleift wird, wenn es sehr wichtig ist. Wenn es nicht so wichtig ist, machen sie so eine Punktspur. Und wenn es noch wichtiger dann ist, dann laufen sie manchmal hin und zurück mehrfach, um praktisch eine chemische Spur auf den Boden zu legen. Das ist ja bekannt, das weiß jeder. Und dann informieren sie zu Hause und dann laufen sie raus zu dieser Stelle und holen das Futter. Oder wenn fremde Ameisen sind, dann kann es einen Kampf geben oder ähnliches. Und dann habe ich als Jugendlicher schon geforscht und habe dann eine Ameise gehabt. Das war in Deutschland meine Lieblingsameise, eine Myrmica-Art, nicht die Myrmica rubra, das war eine andere. Myrmica könnte Sapoletti gewesen sein. Ich war damals erst 15 Jahre alt. Ne? Und dann habe ich die gefüttert. Dann liefen die raus, haben ihre Spur gelegt und haben dann gemeldet, es gibt Futter. Das konnte ich daran sehen, dass dann eine ganze Kolonne aus dem Nest rauslief und alle liefen sie dann zu dieser Futterquelle hin und alle schnuppernd mit den Fühlern, also wie der Hund mit der Nase, so die Ameisen mit den Fühlern, zu dieser Stelle und haben dann das Futter geholt. Dann hatte ich eine Situation, dann habe ich die Myrmica gefüttert mit Brut von Lasius niger. Die gibt es sehr viel und das ist die einzige Ameise, die mir nicht sehr sympathisch ist. Ne? Und habe die dann mit der Brut gefüttert. Dann lief die Myrmica nach Hause, hat gemeldet, aber diesmal hat sie gemeldet, es geht nicht nur um Futter, es sind feindliche Ameisen, weil war ja der Geruch von Lasius niger und es waren auch einzelne Niger dabei. Und dann stürmten die raus, aber nicht wie vorher, sondern mit geöffneten Mandibeln, bereit zum Kampf, weil sie wussten, jetzt geht es darum, dass wir kämpfen müssen. Das heißt, sie haben eine chemische Spur gelegt, aber sie haben zusätzlich mitgeteilt, um was es geht. Ja, Wahnsinn, ne? Ja, und das Dritte, was ich herausgefunden habe, also 3 Sprachnachrichten in Anführungsstrichelchen, das war, als ich dann Ameisen hatte, die irgendwie merkten, die Wohnung, wo sie waren, hat ihnen nicht mehr so zugesagt. Das kann in der Natur öfters passieren, wenn ein Ameisennest sonnig war, wächst langsam zu, wird schattiger und dann ist es kühler und das mögen sie dann nicht mehr so. Und dann suchen sie nach neuen Platz. Und dann, wenn dann ein Tier eine Stelle entdeckt hat, die passend ist, dann geht sie nach Hause, legt auch ihre Spur. Also es ist nicht wie ein Roboter, dass da nur eine chemische Spur ist und meldet ganz spezifisch, ich habe einen Platz gefunden, wo wir hinziehen können. Und die Folge davon ist, dass sie rauslaufen mit der Brut und schleppen die direkt dahin. Das heißt, sie wissen direkt Bescheid, hier haben wir eine neue Wohnung und sind alle informiert und alle ziehen sie um. Also Wahnsinn. das sind 3 Nachrichten, die ich in der Zeit selber kennenlernen konnte. Ich habe auch den Professor Maschwitz von erzählt. Ne, das war selbst für ihn interessant, weil das noch nicht unbedingt alles erforscht ist. Das sagte er mir auch. Die sehen sehr hübsch aus, weil wenn die im Licht sind, dann schimmern sie fast golden. Also Sonnenlicht braucht man wahrscheinlich dazu, das ist dann eben so schlecht. Das ist, es gibt verschiedene Neoponera villosa und diese Art ist besonders golden. Ne? Ah, okay. Ich habe auch eine zweite, die ist etwas größer, aber dafür ist sie mehr im Grauton. Nur mit großen Ameisen. Genau, ist eine große Ameisenauswahl. Das ist die Apicalis. Janik, ich nehme ja auch meine letzten paar, ich habe noch 10% hier. Was ist das? Das ist eine Camponotus aus Australien, die kann ich aber leider kann ich nicht den Namen sagen, die hebt den Hinterleib so hoch, wenn die aufgeregt sind. Ist australisch. Crematogasta oder was? Nein, das ist eine Camponotus. Ach so. Also die hebt den Hinterleib so ein bisschen wie die Cataglyphis nach oben. Ne? Das ist jetzt überwiegend
alles Camponotus. Warte mal. Das ist jetzt Camponotus maculatus, ne, aber ist ja eine bekannte Ameise an sich. Jetzt mache ich mal was das zeigst du besser nicht. Mache ich eigentlich nicht, mache ich ungern, aber jetzt für dich, für den Film mache ich es mal. Ne? Messercephalotes. Das ist die größte Messorart, das weißt du ja. Ne? Na klar. Nicht unbedingt die längste. Es gibt eine ähnlich lange, das ist die Messor arenarius. Die, warte mal, wo habe ich sie hingetan? Hier oben. Ist das? Nein, das ist nochmal Camponotus. Ist, doch, ja, das ist schlecht, weil schwarz auf schwarz, da siehst du nichts. Ne? Naja, mal gucken. Doch, Und dann ist sie noch im schmutzigen Reagenzglas hier drin. Aber wenn du da die Königin siehst, die hat bestimmt auch die gleiche Länge wie die Cephalotes. Da haben auch Majoren, aber die sind eher länglich, die Tiere. Mhm. Leuchten. Und zwar in den Reagenzglasen. Gigantiops, sagt ihr ja was. Ja, klar. Die ist nebenbei auch eine Kolonie hier drin. Da ist sie, die Gigantiops. Ne? Ja, Moment, ich versuche das mal so reinzukriegen. Ah, da. Sehr schöne Tiere, ja. Interessant ist auch der Nesteingang von denen. Wie, was ist das Besondere bei dem Nesteingang? Die bauen, die ist immer zu, dass nur ein kleines Loch ist. Hier sieht man das. Ah, ja. Genau, machen ja viele Arten so, ne? Ja, ja, genau. Aber das ist fast zusammengeklebt. Ja. Die sind erst kurze Zeit hier, deswegen ist da noch nicht so viel aktiv. Das Volk ist auch noch nicht so groß. Ne? So, dann packen wir mal zurück. Und hier hast du die auch noch mal drin? Ja, hier ist auch Gigantiops drin, aber Aber da sind doch die Paraponna clavata drin. ja, die leben in der Ach so, da hast du so in Südamerika oft auch zusammen. Das heißt nicht direkt zusammen, aber die gehen manchmal in den gleichen Eingang rein, aber dann gehen die seitwärts rüber und die Paraponera in die andere Richtung. Und interessanterweise ist es so, dass die mögen sich beide nicht, ne? Aber beide haben sie Nutzen, weil die Paraponera ist sehr wehrhaft, das weißt du ja, die können sehr gut stechen. Ne? Und die Gigantiops, die sprüht Säure vom Weiten. Und wenn dann eine Paraponera vorbeikommt bei ihr, dann kriegt die eine Ladung Säure übergesprüht. Das heißt, sie wird desinfiziert, könnte man sagen. Und umgekehrt haben die Gigantiops den Nutzen, dass ihr Nest nie angegriffen wird, weil das immer beim Eingang auch ist von Paraponera. Also nicht immer, aber da sind die besten und größten Nester von Gigantiops. Krass, okay. Wenn das zusammen mit Paraponera ist. Wahnsinn. Also ich habe die damals hier in den großen Terrarium gehabt und dann war eine Paraponera, die hat an was gefressen, dann kamen die Gigantiops, die haben ja unwahrscheinlich Sehvermögen, ne? Kam sie dicht dran, hat ihr eine Ladung Säure ins Gesicht gespritzt praktisch, ne? Und die Paraponera guckt aufgeregt nach oben, putzt sich ab und frisst weiter. Also man sieht daran, dass die das in der Natur auch gewöhnt sind und dass sie wahrscheinlich sogar einen Vorteil davon hat. Wenn die jetzt wirklich Parasiten hat oder so, dann hat sie ab und zu mal eine Desinfektion dann. Aber es ist natürlich immer ein Risiko mit diesen Vergesellschaften. Ne? Das kann natürlich immer viel schief ist gehen. Ein Risiko. Ich weiß es von einem Freund, der hatte das dann so genauso nachgemacht. Der kannte es auch von Natur. Hat mit mir auch Reisen nach Französisch-Guyana gemacht. Ne? Und da wurde dann die Paraponera-Kolonie zu dominant und zu groß. Die Gigantiops mussten flüchten. Aus dem Grund habe ich vorgebaut und habe hier in die Reagenzgläser habe ich so kleine Röhrchen reingemacht. Das sind Stängel von der Kiwi, die sind innen hohl. Okay. Das heißt, die Gigantiops können da raus, aber die Paraponera passen da nicht rein. Ah, okay. Das heißt, die können jetzt auch in ein Becken sein, aber die Paraponera können nicht in das Nest eindringen. Zu Ende ist, mache ich wieder mal sowas. Ist gemein, aber ja, das kriegt man nicht gezeigt. Wegen dir mache ich es jetzt mal. Man sieht so schön die Soldaten mit den roten Köpfen bei dem Mesor capensis. Sehr schön. Und die haben das so wunderschön eingerichtet. Jetzt habe ich es natürlich gedreht. So, was hast du? Ja, ich sagte, der König Salomo von der Bibel, der hat zuallererst beobachtet,
dass die Messer die Samen sammeln, dass sie die speichern für längere Zeit, dass sie ihr Ameisenbrot machen. Und da ist in Sprüchen in der Bibel schon davon die Rede. Und das ist jetzt hier eben diese Messor capensis. Man sieht die Soldaten sehr schön mit den roten Köpfen. Und das Schöne ist davon, also hier ist die Wohnung von denen, da haben sie ihre Brut gehabt. Ja, jetzt haben wir im Moment ein bisschen rausgetan. Die haben ihre speziellen Kornspeicher. Das heißt, die machen das nicht überall rein, sondern die machen das alles ganz speziell. Ne? Was war das? Das war die Wassertränke gewesen, wo sie hingehen. Und das ist ihre Toilette. Das sieht so schmutzig aus. Die nutzen die Toilette nicht innen, sondern äußerlich. Und hier hinten war der Friedhof, das ist mittlerweile aber so hoch, weil der ganze Abfall auch dahin getragen wurde, immer am weitesten entfernt von der Kolonie. Ne? Das ist bei meisten Arten so. Ja. Ja, aber das war so wunderschön. Die haben genau das so gemacht. Und das konnte ich das in dieser Gemeinde dort abstellen. Da konnte jeder sich das angucken. Ach, das ist die Wohnung, das Kornspeicher und so weiter. Stimmt, das geht bei denen immer sehr schön. Und das war über Monate, haben die das jetzt, ist bestimmt ein halbes Jahr schon her, halten die das so weiter bei. Das heißt, das bleibt die Wohnung, das bleibt die Kornkammer, die Tränke, klar, dann sind sie angewiesen, sowieso aus Wasser, das bleibt das Klo hier. Ne? Ja. Das haben die nicht gewechselt. Ja, dann habe ich noch was anderes Interessantes entdeckt. Das habe ich damals auch den Herrn Professor Maschwitz mitgeteilt. Das war völlig unbekannt bis dahin. Ne? Das ist jetzt eine heimische Ameise, eine Myrmica-Art, die in Mooren lebt. Okay. Und auch ganz angepasst ist an die Moore. Das heißt, in Norddeutschland ist diese Ameise verbreitet. Hier kommt sie wahrscheinlich gar nicht vor, weil hier ja keine Moore vorkommen, außer jetzt mein Privatmoor. Und dann habe ich irgendwann gedacht, diese Myrmica, die möchte ich auch gerne in mein Moor ansiedeln. Habe das dann auch gemacht. Dann war aber das Problem, so wie jetzt auch, dass das Moor halb ausgetrocknet war. Dann habe ich aber so Kübel, Betonkübel da drin stehen gehabt, wo praktisch wie so ein Minimoor nochmal extra war. Und habe dann die Myrmica da reingesetzt. Und ja, dann wurde das Wasser weniger, dann habe ich Wasser nachgefüllt und dann passierte was Interessantes. Die Ameisenkolonie war ja im Boden und die ging natürlich langsam unter Wasser, weil ich ja Wasser auffüllte. Jetzt sind in Panik die Ameisen rausgelaufen, die Myrmica, aber sie konnten so schnell gar nicht flüchten, wie das Wasser gestiegen ist. Weil die aber jetzt auf Wasser eingestellt waren, ist ja eine Moorameise, ne? Dann passierte es, dass die Ameisen ihre Brut durch das Wasser getragen haben an die Oberfläche und haben dann rückwärts sich weil ist hier eine Oberflächenspannung und da müssen sie erstmal durch. Ne? Rückwärts sind sie rausgelaufen und haben ihre Brut nach Haus getragen. Das kann man ja noch verstehen, dass sie aus dem Wasser rauslaufen. Dann kamen sie zurück, sind getaucht. Das heißt nicht Das sind Taucherameisen, richtig? aber nicht geschwommen, sondern sie haben sich festgehalten an Stängeln und so weiter, sind unter Wasser runtergelaufen in die Kammer, wo die Brut war. Die war vielleicht auch noch mit Luft gefüllt. Ne? Und haben praktisch ihre Brut geholt, gingen nach oben. Und dann war es teilweise so, dass die Ameisen außerhalb vom Wasser die Brut abgenommen haben, beziehungsweise die haben die Ameisen, die rückwärts raus wollten und die Oberflächenspannung, die hat sie ja ein bisschen gehindert, haben die am Hinterleib gepackt und haben denen rausgeholfen. Und dann kamen die Ameisen mit der Brut raus und oft wurden die dann übernommen und die Taucher sind wieder runter und haben die andere Brut praktisch aus dem Wasser unten rausgeholt. Kann sein, dass die in einer Luftblase waren, das konnte ich ja nicht sehen. Ne? Aber jedenfalls, ich hatte bisher nie erlebt, dass Ameisen ins Wasser reingehen, tauchen und dass sie sich gegenseitig helfen. Das heißt, die packt die am Hinterleib und hilft Wahnsinn, ihr, ne? Ja. aus dem Wasser rauszukommen. Das war für mich faszinierend. Ne? Ja. So, also Ja. ich muss sagen, echt Wahnsinn. Ich weiß nicht, was hast du in dem Becken da noch mit drin? Da ist eine große Kolonie von einer Neopondera villosa. Man sieht da hinten so einzelne Tiere laufen. Das sind auch sehr viele. Man sieht sie hier auf dem Apfelstückchen sitzen. Und das ist praktisch wie so ein kleiner Epiphytenwald mit Orchideen, Tillandien und so weiter, dass sie naturnah auch ein Habitat haben, wo sie leben können. Genau. Und es macht auch mir Freude, wenn man Ja, sieht, klar. das ist wie so ein kleines Stückchen Regenwald. Ne? Also ich muss sagen, ne, du bist ja wirklich eigentlich schlechthin der Experte, was auch so Ameisenhaltung und so auch so angeht. Ne? Klar, es gibt Wissenschaftler, die Verhaltensforschung machen, aber so auch speziell das ganze Halten, bist du eigentlich der. Ich habe von dir gelernt, ja, auch vieles. Du hast mir so viel beigebracht, du hast mir die Welt der Ameisen wirklich beigebracht. Also muss ich echt sagen, also mal 1000 Dank auch so dafür, dass du da auch mal die Zeit genommen hast damals. Ne? Wie alt war ich da? Irgendwie Mitte 20. War ja auch so mein Interesse.
Und Das war ja auch, weil ich selber davon begeistert bin. Du weißt selber, wenn einer von etwas begeistert ist, erzählt er gerne davon weiter. Klar, Und das also- beschäftigt mich ja selber auch. Also ich glaube, wir könnten bestimmt irgendwie 8, 9 Stunden hier stehen und uns irgendwie nochmal unterhalten und so, ne? Aber alleine jetzt auch so einen Einblick, auch was du jetzt hier auch so geschaffen hast hier, also auch jetzt draußen, dass du dich immer ständig mit neuen Arten auch beschäftigst, also bist ja auch wirklich Experte und man kann ja auch wirklich sagen, nebenbei machst du ja auch so beruflich, dass du auch so Kolonien mit anbietest. Du hast ja die Webseite anskalita.com, Ja. was dein Sohn da auch mit ein bisschen aufgebaut hat. Und deswegen kann ich auch nur sagen, also wenn ihr wirklich von einem Experten Ameisen haben wollt, spezielle Arten, jetzt nicht irgendwie Lasus niger, Messer oder so eine Standardameisen, die ihr eigentlich überall bekommt. Die dann hast du ja müsst auch selber. Ne? ja, klar, also die habe ich, klar. Und die Leute, wenn sie damit anfangen, ist das natürlich eine ideale Art. Aber das sind natürlich Leute, die sagen irgendwie, hey, ich möchte aber speziell diese Art oder die interessiert mich und damit so beschäftigt, weil du bist derjenige, der dann auch weltweit reist vor Ort, diese Tiere, dann wirklich die Habitate anschaust, die Beratung geben kannst, irgendwie, wie sind die Habitate vor Ort, dann hier, wie ist die Vergesellschaftung, mit welchen Pflanzen, mit welchen Tieren. Du hast so viel Wissen. Deswegen kann ich euch auch nur sagen, also wenn ihr richtig gute Ameisen auch so kaufen wollt, richtig vom Experten auch die passende Beratung haben wollt, ja, dann geht auf die Seite anskalita.de oder .com, das sind glaube ich beide Domains. .com, ja. Da könnt ihr hier den Gerhard dann auch erreichen und ihn auch anrufen. Also er steht auch bereit für irgendwie Fragen, wenn ihr noch mal Probleme habt. Aber hier bekommt ihr wirklich die speziellen Arten, die ihr nirgendwo anders bekommt, noch nicht mal bei uns. Ja, Gerhard. Ja, und bei dir bekommen sie dann das Zubehör, Genau, wir wo machen sie das. drin leben können, die Ameisen. Und Genau, das ist das, worauf ich mich ja spezialisiert habe, die passenden Formikarien, auch die wirklich ausbruchssicher Ja, ja. und die dann erweiterbar sind mit den ganzen Sachen. Ja, und wenn man es dementsprechend auch kombiniert, bei dir wirklich so die super Top-Ameisen, bei uns dann die Formikarien, denke ich mal, dann seid ihr da auf den richtigen Weg. Und ja, also vielen Dank, dass du mir heute nochmal den Einblick gegeben hast nach über 20 Jahren. Ne? Also es ist ja schon wirklich viel Zeit vergangen. Bedanke ich mich herzlich bei dir und ja, gerne. wünsche dir da alles Gute und frohes Schaffen. Danke Ja? für den Besuch. Ne? Und ich denke, es war schön, dass wir uns nochmal wieder gesehen haben. Auf jeden Fall. Und ich denke, dass die Ameisen uns auch in Zukunft noch verbinden würden. Ja, wir werden, bleiben auf jeden dann- Fall in Kontakt, ne? Du, ab und zu brauchst du nochmal Ameisen oder ich habe Leute, die Zubehör brauchen, dann empfehle ich auch immer das umfangreichste, das ist in Berlin bei Enstone. Alles klar. Gut, dann verabschiede ich mich und werde mal langsam wieder nach Berlin fahren, ne? Also, Okay, ja, schön, dass du da warst. also alles klar. Ja. Ciao, ne? Ja, ciao. Ciao.